Ein systematischer Literaturreview versucht, alle empirische Evidenz zu einer spezifischen Forschungsfrage zu finden, zum Beispiel, ob eine Behandlung bei einer bestimmten Erkrankung wirksam ist. Dabei kommen systematische Methoden zum Einsatz, um möglichst alle Studien zum gewählten Thema zu finden, um diese Studien zu bewerten, zusammenzufassen und zuverlässige Resultate zu erhalten, aufgrund derer dann Schlussfolgerungen möglich sind. Heute gehen wir die einzelnen Schritte miteinander durch, die zur erfolgreichen Durchführung eines systematischen Literaturreviews führen. Wozu macht man einen systematischen Literaturreview? Nun, einerseits steht er zuoberst auf der Evidenzpyramide, ist also eine Zusammenfassung von mehreren randomisierten, kontrollierten Studien. Andererseits ist er eine sehr gute Vorbereitung auf eine eigene klinische Studie. Und schließlich kann er auch eine gute Ergänzung sein zu einem Fallbericht oder einer Fallserie. Auf keinen Fall sollte man einen systematischen Literaturreview machen, weil er einfach schnell geht, billig ist, keinen Ethikantrag erfordert oder weil man damit am Laufmeter Publikationen erzeugen kann. Dieses und die nächsten Videos werden eine Anleitung enthalten, wie man so einen systematischen Literaturreview angeht. Wer sich gerne an einem Buch orientiert und Anleitungen liest, dem empfehle ich How to Perform a Systematic Literature Review. Und wer es ganz genau wissen möchte, verwendet das Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Was ist nun der Ablauf unseres Forschungsprojektes? Erstens, wir formulieren das Problem, also die Forschungsfrage. Zweitens, wir erstellen ein Review-Protokoll, in dem wir unser Vorgehen detailliert beschreiben. Drittens, wir suchen in ausgewählten Datenbanken. Viertens, aus den gefundenen Referenzen suchen wir diejenigen heraus, die unseren Ein- und Ausschlusskriterien entsprechen. Fünftens, aus diesen Studien extrahieren wir die gewünschten Daten. Sechstens, wir bewerten die Qualität der eingeschlossenen Studien. Siebtens, wir fassen unsere Ergebnisse zusammen. Und achtens, präsentieren diese in einem Forschungsartikel. Als erstes müssen wir unsere Forschungsfrage präzisieren. In diesem Beispiel verwenden wir das PICO-Schema, wobei P für Population, I für Intervention, C für Kontrolle und O für Outcomes, also Endpunkte steht. Unsere Population sind übergewichtige Personen mit einem BMI von über 25. Die Intervention ist Akupunktur, aber auch Ohrakupunktur oder Elektroakupunktur mit oder ohne Ernährungsberatung. Die Kontrolle ist in diesem Fall keine Behandlung. Das Outcome ist die Abnahme an Körpergewicht, entweder in Kilogramm oder in Prozenten. Zusätzlich wähle ich hier noch ein S-Studiendesign und schließe kontrollierte klinische Studien und randomisierte kontrollierte Studien ein. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, sein Problem zu formulieren, zum Beispiel nach den Fragen Who, What, When und How. Und zusätzlich kann man weitere Ein- und Ausschlusskriterien definieren. In meinem Fall wäre ein Ausschlusskriterium, wenn zusätzlich chinesische Arzneimitteltherapie angewendet würde oder wenn Studien auf Chinesisch publiziert würden, da ich kein Chinesisch spreche. Das formuliere ich aber positiv bei den Einschlusskriterien, also Studien, die eingeschlossen werden können, sind entweder auf Englisch, Deutsch oder Französisch publiziert. Das ist natürlich gerade in diesem Beispiel ziemlich ungeschickt, da ich recht viele Publikationen auf Chinesisch erwarte. Und es wäre besser, wenn ich in meiner Forschungsgruppe jemanden hätte, der Chinesisch spricht und dann eben diese Publikationen auch lesen kann. Bevor ich mich nun in die große Arbeit stürze, überprüfe ich, ob meine Forschungsfrage nicht schon von einer anderen Arbeitsgruppe beantwortet wurde. Ich gehe dazu sowohl auf Prospero wie auch in der Cochrane Library nachschauen, ob es schon Reviews zu dem gewählten Thema gibt oder ob schon Review-Protokolle dazu registriert sind. Ein Review-Protokoll selbst zu verfassen lohnt sich auf jeden Fall. Einerseits verschafft es einem Klarheit über die nächsten Schritte, andererseits wird es auch bei manchen Journals verlangt, wenn man die Publikation einreicht, dass man nachweisen kann, so ein Protokoll registriert zu haben. Als erstes gehen wir auf Prospero. Das ist ein internationales prospektives Register für Systematic Reviews. Das heißt, hier registriere ich mein Protokoll
mit den Details zu der Suche und der Arbeit, die ich vorhabe. Bevor ich damit beginne, schaue ich nach, ob zu dem Thema nicht schon eine Studie am Laufen ist. Ich gehe also unten rechts auf Search Prospero und tippe Acupuncture und Weight Loss ein. Prospero zeigt mir hier nur eine Studie an: Effectiveness and Safety of Different Conservative Interventions for Knee Osteoarthritis. Also kein Thema, bei dem es in erster Linie um Gewichtsabnahme geht. Als zweites gehe ich in der Cochrane Library schauen. Auch hier suche ich in Title Abstract Keywords nach Acupuncture und Weight Loss. Hier finde ich 2 Cochrane Reviews, die mir angezeigt werden. Das eine zu Acupuncture for Lateral Elbow Pain, das andere zu Therapien für Muskelkrämpfe in den unteren Extremitäten. Zusätzlich würde ich auch zum Beispiel in Medline überprüfen, ob kürzliche Reviews erschienen sind. Als nächstes schaue ich mir die einzelnen Punkte genauer an, die ich ausfüllen muss, um ein Review-Protokoll einreichen zu können. Das muss ich noch nicht jetzt zu so einem ganz frühen Zeitpunkt machen, aber spätestens, wenn ich die Literatursuche in den Datenbanken durchgeführt habe und begonnen habe, Daten zu extrahieren, ist der letztmögliche Zeitpunkt, das Protokoll zu registrieren. Nun haben wir also unser Thema definiert, festgestellt, dass es dazu noch keine aktuellen Reviews gibt und angefangen, unser Review-Protokoll auszufüllen. Als nächstes käme die Datenbanksuche. Überlegen wir uns doch schon mal, in welchen Datenbanken wir suchen wollen. Cochrane schlägt als Minimum vor, in Medline, Embase und der Cochrane Library zu suchen. In unserem Fall würde es sich nun anbieten, weitere Datenbanken zu komplementärmedizinischen Themen zu durchsuchen. Hier zum Beispiel die Datenbank AMED. Dann würde es sich auch anbieten, geografisch zu suchen, also in unserem Fall zum Beispiel Datenbanken aus China, die haben wir aber schon ausgeschlossen, weil wir ja kein Chinesisch sprechen. Und da es sich um eine therapeutische Tätigkeit handelt, nicht nur um eine ärztliche, nehmen wir als Datenbank noch PsycInfo dazu. Und nächstes Mal zeige ich euch, wie man die Suche in diesen Datenbanken dann umsetzt. Bis zum nächsten Video.